Hey, ja, ist der Stoppen. Willkommen zum nächsten Projekt. Diesmal ein Spiel gepublished von One C Company. Entwickelt von Wise. Und von Cranks. Ja, und zwar spiele ich mit euch ein Rollenspiel mit Namen Farewell to Dragons, was ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. Allerdings auf Englisch erst im Jahr 2009. Und ja, dieses Spiel spielen wir jetzt. Ist komplett auf Englisch. Und ein Spiel, was ich noch nie gezockt habe. Ich gehe absolut blind an. Es ist in Deutschland und Europa, glaube ich, auch allgemein nicht erschienen. Hat da keine Altersfreigabe hier, deswegen ist das Let's Play erst ab 18. Laut Gesetz. Und falls ihr keine 18 Jahre alt seid, müsst ihr sehr schnell abschalten. Alle anderen dürfen weiter gucken und mit mir das Spiel erleben. Und wir am besten sofort anfangen mit einem neuen Spiel. Auf Schwierigkeitsgrad normal, weil ich es noch nie gezockt habe. Und ich würde sagen, ja, los geht's. Would you like to play the tutorial? Natürlich. Ich spiele das Tutorial. First, the lights went out. Then there was a phone call, some veiled threats. Problems coming one by one, mounting into one great problem system. It seemed like the world had started to reject me. I went to replace the fuse and found a doubled-up kid on the carpet outside my apartment, in the hallway. A girl, about 13, maybe a bit older. Redhead. Short hair. Disheveled. She was wearing black trousers and a dark sweater ripped on one side. She was wounded, but luckily the wound wasn't very deep and wasn't serious. Looked like she'd been slashed with a razor blade. But the girl knew my name, and that was a surprise, sharper than any razor blade. How could this be? I couldn't understand. She told me her name. Tell. I was just too tired to drive her home in the middle of the night, so I made myself a bed on the floor. But all through the night, I kept getting this feeling like it was my last night at home. I felt as though I stood at the beginning of a long road. What was it all about? In the morning, Tell got up earlier than me and I found her in the kitchen cooking. Scrambled eggs, like a family breakfast at home. But her home was somewhere else. I had to take her back there. Or maybe it was me who was being taken. The way to Tell's home went through the city's forest park. We were following a narrow path when suddenly it grew darker and darker, as if a thunderstorm was brewing. And then, "Run!" Tell shouted. And we ran, and we fell, rolling head over heels down the hill. If only I'd known that it was just the beginning. Ja, das war, das ist der Anfang. Ja, wie ihr seht, das hat, ja, dieses Buchaussehen hat tatsächlich einen Grund. Das ist tatsächlich ein Spiel, was auf einem Buch basiert. Nämlich auch, glaube ich, No Time for Dragons. Heißt das, glaube ich, im Englischen. Oder Wrong Time for Dragons, ich bin nicht so ganz sicher. Und im Deutschen heißt das Ganze Drachenpfade. Das Buch, worauf das hier basiert, beziehungsweise eigentlich erzählt das sogar nach, glaube ich, ist tatsächlich das Buch als Spiel. Ich kenne das Buch auch nicht, habe ich mir eigentlich auch mal besorgt und werde ich mal vielleicht im Laufe des Let's Plays mal lesen. Kann sein, dass ich im Laufe des Let's Plays mal drauf zu sprechen komme. Weil das Spiel uns sicherlich eine Weile beschäftigen, deswegen kann das sein, dass ich dann irgendwann das Buch auch gelesen habe. Ihr werdet es sehen. Und ja, wir fangen an, mal mit dem Tutorial erstmal. Also schauen, was uns erwartet. So, welcome to the tutorial for a Farewell to Dragons. Here you will find everything to enjoy the game. First, we will learn the basics. Camera controls, movement and combat. To continue, close this message by left-clicking Next. Ja.
wir sind offenbar ein Mädchen aufgetaucht vor unserer Tür. Die kannte unseren Namen. Und, ja, die war krank. Wir haben sie jetzt halt gepflegt. Und am nächsten Tag wollten wir sie zu ihr nach Hause begleiten. Und die sind offenbar jetzt irgendwie abgestürzt. Und dann, ja, in dieses Abenteuer halt geraten. Wir werden sehen, was das genau bedeutet. You have just received your first task. Tasks can be divided into two categories. Some help you advance the plot. Others accumulate experience, unique items as well as information. All the tasks which you receive are logged in your journal, which you may open by clicking the scroll icon below the radar. Now open the journal. Okay, dann machen wir das mal. Journal. J. Tutorial. This is your journal log. Here, all the tasks you get during the game are recorded. When you get a new task, or the goals of one of your current tasks is updated, the journal icon located near the radar begins to flash. Also man wird immer halt informiert, ob man was erreicht hat oder nicht. You can select a particular task from the list in the left part of the log by left-clicking it with your mouse. That way, the task is considered as current. The aim of your current task is marked on your radar with a blue arrow. The goals of your other task, if you have any, are marked with yellow arrows. Your first task is to master the basics of the game. To do so, follow the guidelines which pop up on the screen. To continue the training, close the log by clicking the X in the top right corner of the window. Ja, also das ist unser Questlog quasi. Und das, ja, sagt uns, was wir halt haben. Und alles wird eigentlich auf der Karte angezeigt. Also, das, was wir aktiviert haben, ist dann blau auf dem Radar. Und alle anderen werden trotzdem angezeigt mit einem gelben Pfeil auf dem Radar. Okay. Close menu. Left click to close the journal and return to game. First, let's take a look at camera movement basics. To move the camera in the direction you need, roll the mouse pointer over the corresponding screen edge. You may also move camera with the WASD keys. Now try moving the camera in various directions. Man kann das so machen. Okay. Und auf WASD geht auch. Okay. You may also rotate the camera. To do this, press and hold the middle mouse button and move the mouse to adjust the view. By moving the mouse vertically, you tilt the camera up and down. And by moving the mouse horizontally, you rotate around the screen center. You may also zoom in and out with the mouse wheel or the Q and E keys. Now try to make a complete circle around Viktor, using the mouse or keyboard. Then close this window by clicking Next. Okay, man kann zoomen mit der Maus. Aha, ganz neblig da hinten. Oder es geht auch so mit Q und E. Das ist natürlich ein bisschen feiner. Okay, wie kann ich jetzt kann das auch von oben spielen? Draufsicht. Ah. Und einmal rundrum. Ja. Okay, habe ich jetzt gemacht. Right-click to move the selected character to a given destination. You will see a circle indicating where the selected character is heading to. If he or she cannot get to that spot, the mouse pointer will have an X next to it. Now try to select Viktor and move him closer to the fire. Then click Next. Ah, da ist ein X, da kann ich nicht hin. Und das Feuer. Ach da. Na gut. Navigation tools, radar and map. The radar is located on the top right corner of the screen. The green dots indicate your characters. In this case, it's Viktor. The red dots indicate enemies. And the white dots indicate neutral characters.
If a character is outside your field of vision, e.g. the camera is moved aside, his location is indicated by a green arrow. In this case, to see your character, move the camera in the indicated direction. Guck ich mal, kann ich hier überhaupt das machen? Ja. Ah ja, da geht auch ein kleiner Pfeil auf. Das ist ein großes Gebiet hier. Man kann auch mal alles auch angucken. Oh. Das ist riesig für eine Tutorial-Karte. Sind noch Feinde? Sind noch Feinde hier, die ich sehen kann. Level 40. Okay. Ich gebe ja zu. Was machen die hier? Eine große Party? Das heißt, dass ich alle sehen kann, ne? Dass ich alle... Ah, okay. Haben wir mal das mal gesehen, was es hier so gibt. The blue arrow on the radar indicates the active task location, where you need to get to. Its location is relative to the camera position. For example, if the arrow points northward, then you have to move northward, etc. If this arrow is not convenient for you, you may watch its duplicate on the screen. Try rotating the camera, if you don't see it now. At the moment, it points to a location. Try and get there with the help of the radar. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ja, hier irgendwo, ne? Ja, hier. Na, gehen wir mal dahin. Fine. You have mastered the basics of movement and orientation. Now, it's time to learn how to fight. Do you see the two wild boars in front of you? They are a threat and don't attack first. Yet. Roll the mouse pointer over a boar and right click. Your character will automatically attack the enemy. He or she will continue to hit the target until it drops dead. You may always cancel the attack by ordering your character to move somewhere or attack another target. Let's practice a bit. Attack any of the boss and watch the fight. Ja, also einfach angreifen diese, was ist das hier? Die Schweine, ja, Wildschweine, ne? Die jungen Wildschweine. Na gut, greifen wir an. Okay. Das trifft ja gar nicht. Jetzt treffen sie nicht schlecht, die Dinger bewegen sich gar nicht. Immer seltsam in Rollenspielen, ne, dass sie da schlecht im Nahkampf sind und nicht treffen. Gegen so ein Schwein. Ja. You may have noticed numbers floating above the characters' heads during the hits. Those meant the damage that was dealt. A red number means damage dealt to your character. A white number stands for damage dealt to the enemy. A green number means the restoration of the corresponding amount of hit points. Sometimes a number is very large, which represents a critical hit. Miss naturally means that the target has been missed. Now it takes the second ball to finish the lesson. Mal hier ein Skillbook. Ah! Master of Dagger increases hit chance and physical damage delivered by one-hand swords and daggers. Damage from weapons is increased by 15%. Precision is increased by 15%. Chance of critical blow is increased by 4 units. Master of Axe increases hit chance and physical damage delivered by one-hand axes. Damage from weapons is increased by 20%. Precision is increased by 6%. Increased critical damage weapon by 5%. Master of Hammer increases hit chance and physical damage delivered by blunt weapons. Damage from weapons increased by 50%. Precision is increased by 6%. Increased critical damage weapon by 5%. Light armor. All types of light armor offer better protection, and their weight is not hindrance to dodging blows. Armor protection is increased by 5%. Penalty for dodging is reduced by 5%. Die kann ich noch nicht nehmen, ne? Doch, kann ich wohl doch.
Medium armor. Medium armor offers better protection and its weight is no hindrance to dodging blows. Armor protection is increased by 5%. Penalty for dodging is reduced by 2%. Aha, man brennt besser und man kann mehr ausweichen. Heavy armor. Heavy armor offers better protection and its weight is no hindrance to dodging blows. Armor protection is increased by 3%. Penalty for dodging is reduced by 2%. Master of Arrow. Increased hit chance and physical damage delivered when shooting a bow or crossbow. Damage from weapons increased by 40%. Precision is increased by 12%. Increased attack speed by 20%. Chance of critical blow is increased by 5 units. Wieso 5? Manchmal sagt er Prozent, manchmal sagt er Einheiten. Ja, da wird doch ein bisschen schneller mit. Was haben wir hier noch? Das war dann, wenn wir genügend Level haben, ne? Ich habe 3 Punkte, was nehme ich denn? Ja, gute Frage, was nehme ich denn? Eine gute Frage. Auch was haben wir hier noch? Technische Skills gibt's auch. Mechanics. Your knowledge of mechanics improves the way you handle firearms, enhancing damage and precision. Damage from weapons is increased by 20%. Increased shot precision by 10%. Waffen gibt's auch. Also Schusswaffen. Chemistry. Experience gained in the use of chemicals raise your natural resistance to elemental magic. Increase resistance to elemental magic by 25%. Steamer. Steamer serves the owner of this mechanic armor as a good replacement for developed muscles. Increases damage by 5%. Also so eine Art, ja, künstliche Verbesserung, ja. Increase speed by 5 units. Increase carrying weight by 55 units. Man kann damit also auch offenbar mehr schleppen. Aha, das klingt auch mal spannend. Und man macht mehr Schaden damit. Kann man das so wieder runternehmen? Nehmen wir mal ein. Resistenz. Auch nicht schlecht. Nehme ich mal das. Oder? Was habe ich denn überhaupt? Was habe ich überhaupt für eine Waffe? Wir haben einen Dagger. Okay. Da haben wir noch nix. Nur noch hier mal klarkommen, ne? Ja, machen wir nochmal einen Dagger hier. Nehmen wir das auch. Ja, ich habe noch keine Waffen, aber... Habe ich noch nicht. Ich speichere mir mal auf. Ja, ich kann ja... Ich mache immer das so. Ich lasse das immer noch übrig. Na gut, wir machen meinen zweiten hier platt. Habe ich schon vorgelesen eben, ne? Ja. Also, los geht's. Okay. Okay. When your enemy drops that, you may notice a yellow floating number. It means experience received by characters that took part in that fight. Characters receive experience from enemies killed within a 30-meter radius. Experience is shared. That means if you see a floating 50, it means each character receives 50 experience points. Having accumulated enough experience points, characters level up. We will talk about this later. Kann ich das auch wieder gucken? Geht das hier? Ja, wir haben... Ja, wir brauchen 500 Erfahrungspunkte, 95 haben wir erst. Okay. It's time to gather the loot. First, let's learn to get items from various containers such as barrels, crates and chests. For this, visit the next spot highlighted on your radar. Irgendwo da. Hier, ja, gehen wir mal dahin. Ja, so ist... In front of you, there are several barrels and crates. These are containers. You may determine if something is a container by rolling the mouse pointer over it.
This will automatically highlight the container, and the pointer will change its shape. You may also highlight all interactive items around, including containers, by pressing the corresponding hotkey, Alt by default. Now break all containers to see, you see. Ah, dann nutzt wahrscheinlich das wieder häufiger, wenn man damit alles sehen kann, was so los ist. Okay. Aha. Einmal kaputt. Ein Bogen und Pfeile. Wow! It seems something fell out from those barrels. Broken containers often drop various loot. When such items are lying close to the selected character, you see a hand icon in the bottom right part of the screen. Da ist das. Click it and the character will automatically pick up all items he or she can see. You may also press a hotkey, T by default. To pick up only chosen items, right click them. Now gather items lying around. Dann machen wir mal so. Dann machst du auch so, automatisch. When you pick up items, they are automatically placed in your inventory. To open the inventory window, click its icon below the radar. Near the inventory, you will see the character doll with equipment slots. To equip an item, drag it from the inventory to the corresponding slot on the doll. E.g., drag a weapon to the right hand and the helmet in the head, to the head. If the character can equip the selected item, he or she will do it automatically. Items that the character cannot equip are colored red. If you pick up an item and the corresponding slot is free, that item will be automatically equipped. Now, try to open and browse your inventory. Ja, ist der besser? Ja, der ist besser, ne? Aber ich hab ja... Nee, ich kann das jetzt zwar machen, aber... Ich hab mich ja darauf spezialisiert. Sieht auch, wie viel Munition wir davon haben. Ja, irgendwie wie viel Munition wir davon haben. Nö. Man hat keine Munition oder was. Jemand aufgesammelt, deswegen. Wir haben nichts, kein Geld. Das ist schlecht. Okay, alles. Ah ne, hier, 400, was? 400 Pfeile? Ordentlich. Aber wir brauchen die momentan nicht. Das ist aber wieder cool, wenn das gibt. So. As you may have noticed, the inventory provides you with a number of options, including character equipment. For example, you may drag a bow to the character's hands, and he or she will use it instead of a dagger. A character that has a ranged weapon equipped can naturally attack enemies from a distance. Still, a dagger, which is a quicker weapon, may be more effective choice if you decide to go for close combat. Now head to the next spot highlighted on the radar. Telle must be somewhere around there. Telly, ne? Da ist sie. Ist hier unterwegs halt noch irgendwas? Weiß nicht, ob hier unterwegs nicht noch was ist. Hier auch noch mal, können wir auch noch mal hinlaufen. Ich renne noch mal zurück. Haha. Renne mal zurück und mach noch mal die auch noch kaputt. Wo sind wir denn überhaupt? Irgendwo laufen wir hinten rum. Da hinten kommen wir ja. Auf dem Nebel. Ja, die Kamera total unabhängig vom Charakter. Ich muss das zugeben, dass ich gar nicht so viel Ahnung habe von Rollenspielen. Oh. Das ist doch gut. Haben wir ein bisschen Gold gesammelt. Was ist das? Powderbomb. Grenade. Das ist klar, man kann dann Granaten werfen. Ja, aber dann gehen wir mal zu Telly. Okay. Great, we have found Telly.
Now that you can control more than one character, let's look into this in more detail. To select the character you need, left-click on him or her, or the corresponding portrait in the left part of the screen. To select more than one character, click each individually, genau, while holding Shift. Now try to select Tell and Viktor a few times. Das ist also Tell. Das hat die für einen Skillbock. Eva's Tier. Restores health to the of the spell target. Oh. Oh. Stigma of the past. This spell for a moment exteriorizes the negative emotions of the enemy, literally tearing his body apart from the inside. Klingt ja auch nicht schlecht. Ropes, passive. The experience in exercising magic rituals not only ensures protection from physical attacks, but also enhance magic abilities of the character. Increase protection by 5%. Increase mana by 15%. Increase mana restoration speed by 50%. Unbekannte Magie. Gibt es nicht. Das ist der Skillbaum. Aha. Die ist eine Art Heilerin, ja? Und eine Zauberin, besser gesagt. Okay, nehmen wir mal hier. Eva's Tiers. Ja, das ist dann gar nicht so schlecht, denke ich. Oh, machen wir mal ein bisschen mehr Verbesserung. Okay.